Morgen, zack, runter Bunker, raus, Krimwelt und dann haben wir es. Alles klar? Wir sind ein! Mega Aufbau, das klappt sehr gut. So sieht's aus. Kassel, wir kommen. My home is my Kassel, ist das süß? Eine Stadt zwischen Weltkulturerbe und echten Geheimtipps. Wow. Halleluja. Kommt mit auf meinen Städtetrip. Kassel, hautnah. Was für ein Platz und was für ein Blick. Leute, wir sind in Kassel, der Bergpark, Weltkulturerbe. Die Stadt überstrahlt und bewacht vom Herkules. Heimat der Documenta. Ja, gibt viele große Dinge, von denen wir schon gehört haben. Aber in Kassel gibt es viele Geheimtipps und kleine Schätze. Und die entdecken wir jetzt zusammen. Auf geht's! In der Universitätsstadt an der Fulda studieren 24.000 junge Menschen und entwickeln jede Menge neue Ideen, die teilweise bis zum eigenen Lädchen reifen. Und auch die wachsende Kunstszene hat einen sichtbaren Einfluss auf das Stadtbild, nicht nur zu Documenta-Zeiten. Alle 5 Jahre schaut die ganze Welt auf Kassel, wenn Documenta ist. Kunst. Aber was viele nicht wissen, Kassel ist ein echtes Mekka für Street Art. Und wir haben eine Verabredung mit dem Gerrit und der nimmt uns mal an die Hand und öffnet uns mal ein bisschen die Augen. Hey, Tobi, willkommen im Kasseler Norden. Merci. Zack, schon haben wir, ist das Street Art? Ja, ist es, würde ich doch sagen. Haben oder? wir direkt Kunst vor der Nase. Das fällt hier relativ leicht. Hier gibt es Ja. auf jeden Fall viele bemalte Wände zu sehen. Du hilf mal einem Laien wie mir, wo hört ein Graffiti auf, wo fängt Street Art an? Also wann kommt da der Kunstbegriff ins Spiel? Ja, also die Übergänge sind natürlich fließend. Wenn Ja. man jetzt ganz klassisch unterwegs wäre, würde man sagen, Schriftzüge, in denen Leute ihre eigenen Namen malen, sind Graffiti. Und alles, was darüber hinausgeht, also eher figürlich arbeitet, geht dann immer mehr und mehr in Richtung Street Art. Ja. Und beides ist auf jeden Fall Kunst im öffentlichen Raum. Ja. Wie bist du Street Art Beauftragter geworden? Oder was bringt dich da dazu? Also ganz klassisch irgendwie in der Jugend angefangen dafür, sich zu interessieren, dann Ja. irgendwie nie damit aufgehört und dann ja, habe ich auch in vielen Kasseler Projekten hier mitgearbeitet. Guck, da wird auch geschafft. Ja, das stimmt. Auch da hat man eigentlich immer Glück im Kasseler Norden, dass man häufiger auch mal die Künstler und Künstlerinnen in Aktion sieht. Kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns. Hi. Hi. Guten Tag. Hallo. Wir haben gerade erfahren vom Gerrit hier, ihr kennt euch untereinander hier irgendwie. Ja, wir kennen uns. Dürfen wir mal näher treten? Ja, sicher, komm her. Was machst du da Großes? Ein Mural. Ein Watt. Ein Mural. Was- So sagt man das. Und das ist Englischer Begriff für Wandmalerei. für Wandmalerei. Okay, Ja. okay. Und das ist bei der Größe wahrscheinlich so, dass irgendjemand gesagt hat, bitte mach das. Ja, genau. Oder? Ja, ja. Hier ein Wohnbauunternehmen Ja. und die hatten da Bock drauf, genau. Wie ging das bei dir los? Hast du Maler gelernt oder Anstreicher oder hast du mal auf Wänden angefangen und irgendwann hast du gemerkt, ach guck mal, man könnte es auch in groß und gegen Geld machen? Oder wie kamst du Ja, dazu? als ich jung war, war die Graffiti-Szene hier so ein bisschen am Boom. Ja. Aber da war ich, glaube ich, 10 Jahre, da fand ich das cool schon. Und ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich wollte dann einfach selbstständig arbeiten. Das wusste ich dann schon so mit 16 oder sowas war das für mich klar, irgendwie muss das gehen. Ja. Ja. Und das ging auch ganz gut, weil diese großen Malereien, das gab es noch nicht so viel wie heute, also hier in Kassel zumindest. Und ich habe dann so ein Wohnbauunternehmen einfach mal angeschrieben und dann haben die mir so eine große Wand, haben die mich direkt beauftragt. Ja. Ja, Und dann geil. war für mich klar, das musst du machen, da brauchst du mehr von. Ja. Du, dann wünschen wir dir ganz viele Gerüstabstiege mit großer Zufriedenheit, Ja. wenn du dann da drauf guckst. Ja, danke. Ja. So, wo sind wir jetzt gelandet, Gerrit? Jetzt sind wir auf dem Möncheberg beim Campus Carré und hier gibt es eine der neuesten Wandgestaltungen in Kassel, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Ah, hier wird's bunt, okay. Ja, da haben wir nämlich den Künstler Royce 183 aus Elche, Spanien, eingeladen. Er hat eben diese Fassade hier gestaltet. Und Ich muss mal ein bisschen ja, gucken, damit er ja, mir schwindelig das über den stimmt. Kopf hebt. Ey. Ja. Ja.
wenn ein Bauherr von sich aus sagt, ich habe eine Wand, so in 90% der Fälle, ja, dann machen wir da weiß oder grau dran, Feierabend. Ja. Also hat das was mit Kassel und der Szene auch zu tun oder woran liegt das? Total, also schon auf jeden Fall auch eine Besonderheit, also dass einfach generell die Stadtgesellschaft in Kassel sehr offen dafür ist, dass auch die Stadt selber das unterstützt und es gibt eben 2 größere Graffiti-Projekte in Kassel hier, Color Cubes und die urbanen Experimente und die haben das eben auch beide sehr vorangebracht und dann irgendwie die Stadt honoriert das auch, also die meisten Menschen finden das auch toll und meistens ist es ja dann so, wenn dann irgendwie eine Wand mal bemalt ist, dann sehen die Leute auch irgendwie, was möglich ist und der Rest geht dann natürlich auch ein bisschen schneller und da passiert schon viel. Das heißt, in dieser kunstverrückten Stadt ist die Stadt selber quasi Ausstellungsraum dann, ne? Genau, und das ist ja auch was Tolles daran, also man muss keine Museumseintrittskarte lösen, sondern man kann eigentlich durch die Stadt laufen und gerade hier im Kasseler Norden, also findet man wirklich in allen Ecken was und ja, also sehr viel Kunst, die man so auch so entdecken kann beim Spazierengehen. Auf 3000 Quadratmeter Fläche könnt ihr euch als Künstler ausprobieren. Zum Beispiel hier an der Hall of Fame. Und das ganz legal. Jetzt ist natürlich dann freigegebene Fläche da, aber die ist ja voll. Genau, ja. Und übermalt man dann auch, oder? Genau, also muss man ja zwangsläufig. Es gibt natürlich so gewisse Szeneregeln. Also man sagt, wenn man was übermalen sollte, sollte man es eigentlich besser können als die Vorgängerin der Vorgänger. Da kann man natürlich immer wieder drüber streiten. Ja, aber nee, genau. Und dann gibt es eben so Regeln, dass man halt die Bilder, die schon da sind, wenn man dann eins übermalt ist, auch komplett übermalt. Also dass nicht noch irgendwie eine Hälfte übrig ist. Ich finde aber auch, also davon auch abgesehen, finde ich, ist Graffiti auch irgendwie so eine tolle Möglichkeit, eigentlich so die eigene Nachbarschaft neu zu entdecken. Jetzt sind wir hier beim Raum für urbane Experimente. Das ist eine von 2 Unterführungen, die Geiler die Begriff Stadt Kassel. übrigens. Ja. Das machen wir jetzt nämlich auch gleich, ein urbanes Experiment, weil ich habe nämlich die Tage mit denen geschrieben und wir haben tatsächlich eine Wand bekommen, auf der vor allen Dingen du dich jetzt verewigen darfst. Oh Gott. Ich habe ja den Beutel nicht umsonst dabei. Ach so, ich dachte, du hast so eine Thermoskanne oder sowas. Nee, fast sieht ähnlich aus, aber ich habe tatsächlich ein paar Sprühdosen dabei und wir dürfen, wenn du möchtest. Ich habe überhaupt keine künstlerische Ader, ich sag's dir gleich. Ist ein Desaster, aber Noch gut. nicht. Vielleicht so ein Tobi-Schriftzug wäre doch was, oder? Ja, das machen wir. Aha. Meisterhaft. Chaka, Sehr gut. Revier markiert. Gerne. hier historisch ist das gut. Das hatte ich noch nicht. Hier, Gerrit, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dich vergesse ich nicht. Schön. Gut. Sehr gut. Ja. Jeder macht's gut. Ja. Ja, wenn ihr da seid, ne? Da darf nur jemand drüber sprayen, der es besser kann. Und den müssten wir erst mal finden. Ne? Wenn ihr Lust auf Kunstentdeckung habt, dann ladet euch den Street Art Audio Guide runter und entdeckt das Graffiti-Mekka auf eigene Faust. Wir haben eine Einladung bekommen vom Bernd. Der hat geschrieben, der wird uns gerne mit in eine andere Zeit nehmen. Und dazu müssten wir runter. Und unterzeichnet war es Bernd von den Vikonauten. Was Vikonauten sind, weiß ich nicht. 27, hier sind wir richtig. Und für runter gehen wir ganz schön viel hoch gerade. Da tut sich was. Bernd, Hallo Tobi, grüß dich. schön, dass du da bist. Hi. Ich war ganz erstaunt, du hast geschrieben gehabt, dass wir runtergehen. Jetzt sind wir ganz schön hochmarschiert. Ja, das wird sich gleich ändern. Okay, dürfen wir reinkommen? Genau, bitte 3G Ja. mit Masken im Innenraum. Na klar, machen wir. Bernd, du hast unterschrieben gehabt mit Bernd von den Vikonauten. Was Ja. sind denn Vikonauten? Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir beschäftigen uns quasi mit Off-Orten in der Stadt. Mit was? Und mit Off-Orten. Mit Off-Orten? Ja, mit Off-Orten, also mit Orten, die öffentlich nicht zugänglich sind. Und Vikonauten heißt nichts anderes als, oder setzt sich zusammen aus Visionen, Kommunizieren und Erforschen. Weil das ist das, was wir tun. Klingt schön mysteriös. Die Tür ist alt. Oh, okay. Das ist alt, ne? Das ist original, alles 1940. Jetzt steht ja Bunker oben dran. Das heißt, das war dann ein Weltkriegsbunker. War der genutzt auch? Allerdings, aber es war nicht irgendein Weltkriegsbunker, sondern es war tatsächlich ein Hochbunker der Deutschen Reichsbahn.
Also kein Bunker des Zivilschutzes für normale Leute, sondern er war vor allen Dingen vorbehalten für Angehörige bzw. für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Deutschen Reichsbahn. Es war eben nicht für die normale Bevölkerung, sondern eben für eine wichtige Administration letztendlich. Denn die ganze Logistik des Zweiten Weltkriegs wurde größtenteils über die Schiene abgewickelt. Ja. Und nicht nur die Kriegslogistik selbst, sondern natürlich auch zum Beispiel die Deportationen der unerwünschten, zum Beispiel jüdischen Bevölkerung. Also die Reichsbahn ist da ein ganz zentraler Akteur. Wenn ich mir vorstelle, ich wohne in Kassel und da heulen Sirenen und dann kommt so ein Luftangriff und ich weiß, hier ist ein Bunker und die lassen mich aber nicht rein, wenn ich nicht bei der Reichsbahn arbeite. War das so? Jein, also hier wurden Ausnahmen gemacht. Hier gab es tatsächlich 300 Plätze, die Anwohnern vorbehalten waren, aber nur solche Anwohner, deren eigene Gebäudekeller an einen unterirdischen Gang angeschlossen waren, der das Direktionsgebäude der ehemaligen Reichsbahn mit dem Bunker verbindet. Denn die Reichsbahnleute sind nicht luftgefährdet auf der Straße langgelaufen, sondern bombensicher durch den eigenen Tunnel. Ah, okay. Weil das ist total beklemmt für mich. Ja, hier, da steht noch Zeug rum. Ja, Oder ist wieder. wirklich irre noch. Tatsächlich, das sind vor allen Dingen Gehaltsabrechnungen aus den 70ern der Bahn. Da kann man sich auch verlieren hier, oder? Also nicht nur örtlich, sondern auch Nee, also tatsächlich ich- thematisch. ja, eben, thematisch ne? meine ich. Ja, es ist ganz dicht mit Geschichte. Ja. Und die Zeitzeugen erzählen, dass die hier logiert haben, eben in kostbaren, sauberen Uniformen, mit Frau und Tochter in Pelz gekleidet, die Räume kostbar, wertvoll ausgestattet. Ist interessant, wem es in schlechtesten Zeiten dann gut geht, gell? Ja, und wie es für die normale Bevölkerung eben aussah, denn das ist so ziemlich genau das Gegenteil. Absolute Hölle. Ja. Und wenn es gut lief, dann lief es so wie an dem nächsten Ort, wo wir hingehen wollen, denn ich habe ja noch was mit dir vor. Wo sind wir gelandet? Am Victoria-Bunker, wenn man streng nimmt, dann handelt es sich um einen öffentlichen Luftschutzstollen, den wir betreten. So. Wie tief ist das? Wir gehen ungefähr 12 Meter tief. So, jetzt sind wir in der Gasschleuse hier. Normalerweise ist das so, Sirenen heulen, alle Türen sind offen, Luftschutzwart wartet aufgeschlossen, die Leute rennen rein. Ja. Und wenn der Bunker denn voll ist, dann würden die Türen geschlossen. Das ist die Tür, hinter die du unbedingt kommen möchtest. Ja. Und wenn die Türen zu sind, dann wird der Bunker hochgefahren. Und wir gehen rein. Bernd, was ist denn der Punkt, der dich daher treibt? Also was ist das die Geschichte, ist es das Entdecken? Ja, also auf der einen Seite ist es eine ganz spannende Angelegenheit, Orte zu entdecken oder an Orten unterwegs zu sein, eben die so authentisch tatsächlich noch vorzufinden sind. Das ist eine spannende Angelegenheit. Manchmal war es wirklich so, dass jahrzehntelang niemand mehr seinen Fuß reingesetzt hat, Ja. bis wir dann mit Führungen angefangen haben, eben das zu ändern. Aber tatsächlich ist es so, dass uns eben wichtig ist, was uns diese alten Geschichten so, wenn wir gerade in die Zeit des Zweiten Weltkriegs schauen, was die mit dem Heute verbinden. Also wir haben die Berichte von Zeitzeugen, die erzählen, manchmal war das aber so brechend voll, dass die Menschen hier Körper an Körper standen und Kinder, die noch rein wollten eben in den Bunker, über den Köpfen von den Leuten durchgereicht werden mussten. Wahnsinn. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Gegensatz zu dem, was du vorhin gezeigt hast, wo du sagst, dann die Nazi-Größen sitzen quasi dort in der Ausgehuniform mit Pelzmänteln und lassen sich's gut gehen. Und hier geht's ums nackte Überleben. Richtig, Ne? und hier hat man noch Glück gehabt, denn man muss dazu wissen, wir befinden uns in einer Bunkerstadt. Also es gab eine Klassifizierung der deutschen Städte nach dem Grad ihrer Luftgefährdung und Kassel, Großstadt, Verkehrsknotenpunkt, Rüstungsindustrie, wichtigster Punkt, war 1940 bereits Luftschutzort erster Ordnung. Das bedeutet, hier mussten besonders viele Bunker gebaut werden. Aber dennoch war es so, dass ca. 90%, mindestens 90% der Bevölkerung in einer Bunkerstadt keinen bombensicheren Schutzplatz finden konnten. Also wenn du hier drin warst, hast du den echt Glück gehabt. Das sind die Toiletten. Genau, Bunkertoiletten, Trockentoiletten. Und wenn man sich vorstellt, eben hier mit vielen hundert, eben schrägstrich 1000 Personen zu stehen, dann ist das schon ein ganz anderes Ding. Ne? Also wenn man hier steht,
Bernd, mein Hirn schreit nur danach, sorgt irgendwie danach, dass wir friedlich zusammenleben. Also dass man sowas nicht braucht. Das ist letztlich die Botschaft, die hier spürbar wird, ohne sie direkt aussprechen zu müssen. Bernd, dann vielen Dank erstmal für eure Arbeit. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das ist beklemmend, aber unfassbar eindrücklich. Ja, ich danke dir fürs Mitnehmen. Schön, dass du da warst. Merci. Ich führe dich raus. Führungen durch Kassels Unterwelt könnt ihr unter Kulturbunker Kassel buchen. Diese Eindrücke beschäftigen mich zwar noch eine ganze Weile, doch unser nächster Stopp ist schon in Sicht. Wir haben eine E-Mail bekommen vom Andreas. Der heißt Bäcker und ist Bäcker und hütet einen uralten Kasseler Backschatz, den Kasseler Hornaffen. Habt ihr schon mal gehört? Ich noch nicht. Entdecken wir jetzt zusammen. Hallo Tobi. Servus, Andreas. Ja, Grüß dich. du wolltest doch wissen, was der Hornaffe ist. Die Verlockung führt mich Ja. hierher. Ja, Du hast Glück. Wir haben heute Morgen einen gefangen. Ach, Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Nein, wir haben für euch extra welche gebacken. Ach, sehr, sehr gut. Ja, hier drüben. Welches der... Das ist er. Das ist er. Das genau. ist der Kasseler Hornaffe. Das ist der Kasseler Hornaffe. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Was Ja, ist das? Ist ein Traditionsgebäck hier in Kassel und wurde früher zur Jahreszeitwende gegessen. Das war das Pendant zum Berliner, was heute bundesweit zu essen ist. Okay. Und das ist halt ein Stück Kassel, was hier jede Familie zum Jahreswechsel auf dem Tisch hatte. Wie alt ist das Ding? Du hast ja geschrieben, Ja, das dieser ist, ist jetzt nicht der so ist alt. ganz frisch, aber die Idee des Hornaffens... Ja, der Hornaffe ist 1422 Oh. erstmalig urkundlich hier erwähnt worden. Ja. Und die Bezeichnung Hornaffe lässt sich ableiten von offenem Horn. Und das Gebäck selber ist ein gesüßtes Hefegebäck, wie ein Blunderstückchen. Also durch Hefe gelockert und zusätzlich bearbeitet wie ein Blätterteig. Andreas, wie schmeckt das Ding? Hast Ja. du einen da? Ja, natürlich. Ich habe hier gerade die Esskultur. Für die habe ich den Hornaffen aufgeschnitten zum Probieren. Was ist denn die Die Esskultur? Esskultur, ja, das ist ein kulturhistorischer Rundgang hier im Vorderen Westen. Ach, guck an. Und die haben kleine Stationen mit gastronomischer Einlage. Und hier bei mir bekommen sie den Hornaffen. Hallo Esskultur. Grüßt euch. Wie viel habt ihr denn schon schnabuliert? Viel? Ja. 0. Das ist die erste Station. Wie viele Stationen hat so eine Tour dann? Och, sie hat so 3, 4, 5, manchmal auch 6. Im Je nach Sommer, Hunger. Je nach Hunger und je nach Wetter. Manchmal Ja. bleiben wir ein bisschen länger, wenn das Wetter Okay. schlecht ist. Ja. Ja, jede Tour ist anders. Wir haben insgesamt 6 Touren in Kassels schönsten und interessantesten Stadtteilen. Hier wollen wir mal jetzt Hornaffen probieren oder wollt ihr noch ein bisschen? Oder? Ihr seid auch bereit, oder? Darf ich mir mal so ein Stück? Ja, klar. Ich nehme auch aus Rücksicht auf euch das Kleinste. Das ist ein Applaus wert, ne? Ja, ja. Ja. Was ist da drin? Rosinen? Rosinen, Ah. Korinthen, Mandeln. Hier aber krass saftige Geschichte. Andreas, so kalorienmäßig ist das sehr zurückhaltend, oder? Ja, Das ist, unbedingt. da kann man auch mal so 2, 3. Tipptopp. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch tolle Stationen. Viel Kultur. Vielen Dank. Andreas, danke dir. Ja, gerne. Mach's gut. Euch viel Spaß. Merci. Du, Einen schönen Tag noch. one Noch einen zum Mitnehmen. for the road, man weiß nie. Den nehme ich dann. Den nimmst du dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ganz toll ist hinterher ein Spaziergang durch den Bergpark Wilhelmshöhe, den größten Bergpark in Europa und seit 2013 UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt waren wir zusammen ja schon ganz viel in Hessen unterwegs und an so vielen Orten sind uns 2 Brüder begegnet, Jakob und Wilhelm Grimm. In Kassel waren die beiden so fleißig, 30 Jahre haben sie hier immer wieder gearbeitet, dass die ihnen eine ganze Welt hier hingebaut haben. Und da haben wir uns verabredet mit der Julia und die hat gesagt, wir treffen uns auf dem Dach. Na, dann geht's mal hoch. Dann machen wir das doch mal. Wow. Okay. Es lohnt sich, glaube ich, dass wir uns oben treffen. Julia? Ah, hi Tobi. Hi! Hier ist mal ein Plätzchen. Ja, nicht Mein schlecht, lieber ne? Scholli. Begehbares Dach, hi. Grüß dich. Genau. Komm, wir gehen mal ein Stückchen. Das ist ja mehr als ein Dach hier. Das ist ja
Wir können Partys feiern hier. Ja, machen wir auch. Wirklich? Ja. Ja. Und vor allem kann man hier einen traumhaften Blick über Kassel genießen in Ach, die guck Südstadt. dir das an. Und hier haben wir jetzt zurzeit eine künstlerische Installation von dem Henrik Schrath, der einen 7-köpfigen Drachen uns an unseren Fahrstuhl installiert hat. Dafür, dass er 7 Köpfe hat, sehe ich aber nur einen. Ja, zeige ich dir gleich. Ah, da kommen mehr Köpfchen, verstehe? Ja. Ja, das ist ja cool. Krabbelt aus dem Fahrstuhl raus und wir können auch über den Fahrstuhl direkt in die Krimwelt runterfahren. Ja, dann machen wir das, oder? Ja? Märchenhafter Beginn. Hier sind wir im Bereich Zettel. Was eine Zettelwirtschaft hier. Genau, das hatten die Grimms tatsächlich. Und hier kann man super nachvollziehen, wie die Arbeitsweise der Brüder Grimm war. Man kennt natürlich die umfangreiche Märchensammlung, aber Ja. sie haben eben noch viel, viel mehr als das gesammelt. Das Wörterbuch, ne? Genau, Ja. Worte. Sie waren ja Sprachwissenschaftler Ja. zuallererst. Jakob hat auch eine Grammatik geschrieben, aber hier das Wörterbuch, diese unendlich vielen deutschen Worte, die sie da zusammengetragen haben, bekommt man hier einen Eindruck, wie akribisch sie auch vorgegangen sind. Denn für das eine Wort, den Einzeleintrag Zettel, haben sie über 1100 Zettelinformationen gesammelt. Ach, und die das sind hier. sind alles Zettel nur über das Wort Zettel. Richtig, ganz genau. Also das Thema Zettel ist auserzählt. Dank der Grimms und Ja. allen Neugierigen, oder? Ja, Das ist ja schon. irre. Schon. Und das Spannende an dem Wörterbuch ist, dass sie eben ein historisches Wörterbuch schreiben wollten. Also nicht wie der Duden, wie man Sprache heute verwendet, wie Ja. man sie richtig schreibt, sondern wo die Worte herkommen, wie sie verwendet werden und das chronologisch ab 1500 abbilden. Und in der Sprache sind natürlich auch Schimpfworte ein Teil. Und die haben die Grimms nicht ausgespart. Und deswegen haben wir einen Bereich, das Erschlein, einen Schimpfworttrichter. Und da kannst du dich einmal versuchen. Dorintfi! Bohunke. Genau. Lasst mich hier zurück. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Genau. Wenn wir weitergehen, kommen wir in die Märchenwelt. Hier haben wir eine spannende Kunstinstallation von Lutz und Guggisberg. Wir nennen das intern immer unsere Märchenbombe. Das heißt, Kleinwesen krabbeln hier raus, bevölkern die Grimmwelt. Und man kann, wenn man sich in den Märchen ganz gut auskennt, auch einige Anleihen finden und auf ein Märchen kommen. Und jetzt bist du gefragt, deine Märchenkenntnisse, ob du noch was erkennst, irgendwelche Gegenstände oder Teilnehmer Was eine auf ein Challenge. Märchen deuten könnte. Lass ich mal gucken. Jetzt bin ich ja wirklich los. Da hinten, das sieht nach Rotkäppchen aus. Amateuranstieg. Das hier könnte also Graukäppchen sein, aber das könnte Rotkäppchen sein. Genau, sehr gut. So, wo gehören denn die Kröten hin? Gib mir noch einen Tipp. Krone. Froschkönig. Ja, Ah, richtig, genau. Froschkönig. Du, wenn die so lange und so viel gearbeitet haben hier in Kassel, das heißt, das gehört auch zur Kasseler DNA wahrscheinlich, die Grimms dann, oder? Absolut. Also an den Brüdern Grimm kommt man nicht vorbei. Ich beispielsweise war auf der Dorothea Viehmann Grundschule und auch auf der Jakob Grimm Oberstufe. Also Okay, ja. der Weg musste hier enden. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ja jedes Kind in Kassel eigentlich die Grimms kennt. Und, aber eben auch nicht nur in Kassel, sondern weltweit. Also in Asien, Amerika sind auch gerade die Märchen der Grimms total beliebt. In Japan Rotkäppchen ein total Ein beliebtes, ein Hit, ja, Märchen. Ja. Und weltweit kennt man Geschichten der Brüder Grimm. Und wir haben hier noch einen ganz spannenden Bereich, den Nachlass. Der ist hier im Bereich Kassel eingelassen. Da sieht man auch schon, dass Kassel eben auch eine ganz wichtige Station für die Grimms war. Hier haben sie über 30 Jahre lang gelebt, gewirkt, die Märchen gesammelt. Und wir haben hier ganz viele Originalmöbel, aber auch Haushaltsgegenstände. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Ganz genau, da hast du auch schon was Gutes entdeckt. Es sind Der nämlich Jakob noch und der so Wilhelm waren's. ein paar kleine Sachen drin versteckt, die auf Märchen hindeuten, die man vielleicht nicht so kennt. Es ist natürlich auch spannend, in so einem Nachlass zu wühlen und zu überlegen, was behält man denn, was ist für spätere Generationen noch spannend, welche Dinge erzählen etwas. Julia, dann vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Gerne. Ich glaube, hier kann man eine Woche verbringen, ohne Ja. dass einem langweilig wird, oder? In der Tat. Also wenn ihr eintauchen wollt hier, Märchenhaftes gibt's bei der Julia. Dank dir. Gerne. Die Grimmwelt hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gab eine Beschwerde, und zwar bei mir zu Hause von meiner Tochter. Die hat zu Recht beklagt, dass ich ihr zu wenig mitbringe, wenn ich unterwegs bin für einen Städtetrip. Und jetzt kommt eine Empfehlung und der Tim ins Spiel, weil der hat schöne Sachen zu mitbringen in der Stadtliebe. Guten Tag. Hi. Hi. Tim. Grüß Richtig. dich. Hi. Tobi, hi.
Tim, du könntest mein familiärer Lebensretter werden. Okay. Meine Tochter, 14 Jahre jung, hätte gerne immer, dass ich ihr was mitbringe. Und das habe ich leider vernachlässigt. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass du helfen kannst. Davon gehe ich aus. Okay, Ja. okay. Was hast du? Kann ich dir gerne erzählen. Stadtliebe, lass mich raten, große Verbindung zu Kassel. Ganz genau. Mit diesem Herzen. So sieht's aus. Ne? Okay. Gebürtiger Kasseler, in Ja. Kassel aufgewachsen, zur Schule gegangen und dann an der Kunsthochschule das Studium absolviert. Ja, und da habe ich versucht, einfach meine Kreativität und meine Liebe für Kassel zurückzugeben. Und daraus ist das Projekt Stadtliebe entstanden. Und du machst dann, wenn ein Kunstherz in deiner Brust schlägt, heißt das, es sind künstlerische Dinge auch, die du hast? Ganz genau, Ja. richtig. Okay. Wir kommen aus dem Grafikdesign und gestalten unsere Produkte selbst und haben uns natürlich hier die besten Spots für Kassel rausgesucht. Das heißt, der Himmelsstürmer, Kassel ist ja die Märchenstadt, Ja. also Brüder Grimm haben wir mit als Motiv und natürlich den Waschbär. Ich glaube, das könnte für deine Tochter ganz schön sein als Motiv. Waschbär klingt gut, Der aber Waschbär. wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, ist der Waschbär in Kassel eigentlich ja nicht hat nicht die größte Liebe erstmal, oder? Ja, das stimmt. Also der kann schon mal ganz frech sein und die Mülltonnen durchwüsten, Ja. aber ist natürlich auch genauso niedlich. Und wenn deine Tochter zur Schule geht, braucht sie mit Sicherheit mal eine Brotdose. Guck mal, mein Home ist my Kassel, ist das süß? Kann man natürlich auch als Schmuckdöschen benutzen, ne, für kleine Ohrringe oder sowas in der Richtung. Oder wenn sie in die Schule geht, auch das gleiche Motiv als Emailletasse. Unkaputtbar, kann auch mal runterfallen. Ja, und Die das Tasse bringt der Papa sich selber mit. Die kannst du direkt schon mal zur Seite stellen, brauche ich. Sehr, sehr gut. Ja, ansonsten Spielkartensets. Hier haben wir ein Poker-Set oder Skat. Mau Mau kann man natürlich auch Ja. spielen. Das ist dann eher für Kinder. Und das haben wir alles durchgestaltet und die schönsten Spots aus Kassel mitgenommen. Ach, das ist ja schön. In der Treppenstraße der Obelisk Ja. zum Beispiel. Die Ahle Wurst, das ist das typische nordhessische Gericht. Ja. Die Grimmwelt. Ist das gut. Löwenburg. Und das hast du gemacht oder haben das dann Kollegen von dir mit dir zusammen gemacht? Also wer hat das designt? Das ist mein Team. Also wir sind Ja. 3 Personen, alle von der Kunsthochschule. Da haben wir uns kennengelernt. Und da haben wir zusammen an den Motiven gefeilt. Ne? Also ich nehme für mich die Tasse, Gerne. auf jeden Ja. Fall. Dann nehme ich so ein Spielkartenset, nehme ich auch. Voilà. Und ich nehme eine Brotdose für meine Tochter. Die wird wahrscheinlich eher eine Schmuckdose werden, aber das ist ja ihr überlassen. Tim, dann dickes Dankeschön. Deine Stadtliebe rettet mein Verhältnis zu meiner Tochter bei der Rückkehr. Gerne, Sehr, dann sehr viel gut. Freude beim Verschenken. Ja? Mach's gut. Und grüß deine kreativen Kolleginnen und Kollegen. Das mache ich doch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Souvenirs für rund 30 €, damit klappt das auch mit der Liebe der Tochter wieder. Vor uns liegt der Duft von etwas Wildem. Wild West. Vielen Dank. Wir haben wieder ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Und fast mythisch ranken sich die Tipps um eine Location. Es geht um meine Liebe zum Holz und zum Essen. Was habt ihr denn mit mir? Hier muss ich unbedingt hin. Ins Timberjacks. Ist ein Motel und essen könnten wir auch gut. Wir haben uns mal angemeldet bei der Simone. Welcome home strahlt es uns. Ach, guck mal da. Entgegen. Das ist aber... Ach du großer Gott. Lucky, guck dir das an. Das ist ja unfassbar. So, jetzt brauchen wir die Simone. Servus, Simone. Hi. Grüß dich. Tobi. Hi, Simone. Hi. Also man wird schon mal satt bei euch, nehme ich Auf an, jeden oder? Fall. Was empfiehlst du denn? Ich habe nämlich auch Hunger mitgebracht. Ganz klar das Tomahawk Steak. Das Tomahawk. Das Tomahawk Steak. Das klingt nach viel. Das klingt nach viel. 1200 Gramm plus Knochen. Ach du großer Gott. Reift bei uns 21 Tage, so wie die anderen Knochensteaks. Aber ich denke, das Tomahawk, da bist du bestens bedient mit. Luki, wir brauchen dann zweimal Besteck. Also das ist, haben wir eine Herausforderung. Gerne. Ja. Wollen wir das gleich bestellen? Klar, können wir gerne Ja, machen. super. Dann ordern wir das und dann würde ich mir mal den Laden angucken. Gerne. Ja, okay. Es hat, als wenn man in Kanada wäre, oder? Ja. Kannst auch direkt Bull reiten, wenn du willst. Ihr habt Bullriding da. Ja. Das ist ja geil. Luki, guck mal. Das ist ja irre. Wenn man hier ist, kann man sagen, zwischendurch gehe ich mal auf den Bullen oder was? Wir haben alles da, was Darf ich das da Herz wirklich mal begehrt. drauf? Na klar. Wir bringen dich aber nicht um, gell? Alter, was? Yeehaw! Boah.
Hier kann es sein, dass ihr den Hang zur Übertreibung habt, was groß Ein angeht. kleines bisschen. Das ist ja der Irrsinn. Ach, guck da. Das gehört auch dazu. Das sind beides unsere Hotels. Ach so, verstehe. Und dann in der Mitte natürlich unser Schmuckstück, das Chalet. Das ist das hier? Das schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Ja, hallihallo. Da, hier. Okay. Das ist mal eine schicke Bude. Schön mit Kamin. Der funktioniert auch. Der funktioniert Oh, auch. An der yes. Seite Holz. Ja, vom mega Nachladen. Romantik, oder? Da kommst du dir wirklich vor wie in kanadischen Wäldern, wenn man die Augen zumacht. Und danach noch eine schöne Regenwalddusche vielleicht. Können wir auch noch mal ins Bad gucken? Na klar. Ja, hallihallo. Ey, da habt ihr euch Mühe gemacht. Das ist ja wirklich krass. Man möchte einziehen und eigentlich bleiben. Und es gibt aber auch normale Zimmer, die dann nicht ganz so übertrieben sind. Genau. Aber der Stil ist da dann auch so. Der Stil ist genau der gleiche. Ich stehe total auf diesen Look. Total gut. Ja, Simone, dann vielen Dank. Wollen wir mal gucken, was die Küche so macht. Weil Bullriding, liebe Leute, macht ja auch hungrig. Tobi, guck dir das an. Oh Gott, was haben wir getan? Das ist ja der Wahnsinn. Wo soll man da nur anfangen? Zum Glück gibt es Kartoffeln dazu. Guck mal, das sind mal Messer. Ich probiere mal hier. Luki, ist das in Ordnung für dich? Auf jeden Fall, fangen wir an. Das ist mal ein Steak. Das ist mal ein Steak. Look at it. Süßchen. Boah, ist das gut. Ja? Oh, wer auch immer da am Grill steht, ich verneige mich tief. Wahnsinn. Oh, wie gut. So, jetzt brauche ich Hilfe. Luki, darf ich dich liebevoll bewaffnen? Ich komme zur Hilfe, Tobi. Ach, guck mal hier. Ach, das haben wir uns verdient, mein Freund. Völlige Überforderung, aber wir kriegen es hin. Ich werde verrückt. Ich bin unterwegs in Ehrfurcht. Und geil, ja? Sensationell. Hier können wir jeden Abend hergehen. Wir bleiben einfach. Wir bleiben. Für diesen Leckerbissen, der dicke für 2 reicht, zahlt ihr 69 €. Das Chalet gibt es für 229 € pro Nacht und andere Zimmer sind ab 99 € zu haben. Es gibt eine Sache, die gehört ganz fest zur sportlichen DNA von Kassel. Und das sind die Kassel Huskies. Die toben hier in der Eissporthalle. Und wir haben uns verabredet mit dem Derek. Der war selber mal Profi hier bei den Huskies. Und der kümmert sich jetzt gerade um die kleinen Huskies. Gucken wir mal zu. Servus, grüß euch. Guck mal, hier ist aber schon richtig Trubel. Tobi! Hallo! Derek, Es wird Zeit, hast dich verlaufen bei uns in der Eishalle. grüß dich. Richtig Alarm schon hier Ja, bei euch. und neue Eishalle. Ja, geilo. Unser kleiner Würfel, bisschen unterdimensioniert. Hier sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und hier sind die Kids heute, die das erste Mal einen Schnupperkurs praktisch haben. Und aus denen werden irgendwann mal große Huskies. Das hoffe ich. Ja, ja, sehr, sehr Ja, gut. aber ich denke, da ist schon einiges an Potenzial da und sind einige Kinder da. Das ist schon ganz cool. Ja, ja, sehr, sehr gut. So, ich habe dir ein paar Schlittschuhe mitgebracht übrigens. Das hatte ich befürchtet. Ja. Ich sag's gleich. Das hast du befürchtet. Ja, ich kann verschiedene Sachen gut und andere gar nicht. Das gehört zu gar nicht. Ja, das kriegen wir schon. Das kriegen wir hin. Na klar, das Logo. bringen wir dir schon bei. Ich glaube, die Das Größe haben wir- stimmt. 44 klingt Ja, gut. ist für dich auch noch extra L und R. Links, rechts. Nicht, dass du falsch rum anziehst, aber... Derek, du holst mich da ab, wo ich bin. Derek, So, was ist denn dein Job hier? Ja, dich zu betreuen heute. Genau, dass du dir nicht wehtust. Was machst du in all den anderen Tagen im Jahr? Ja, ich habe ja meine Profikarriere letztes Jahr beendet. Ja. Oder praktisch dieses Jahr beendet. Und bin jetzt immer noch im Club tätig, im Marketing und ja, in der Kommunikation. Ein bisschen was mit der Pressearbeit zu tun und lerne natürlich jetzt auch gerade neue Sachen. Ich bin schon sehr froh, dass ich die Chance einfach habe, nach meiner aktiven Karriere weiterhin in meinem Heimatverein arbeiten zu können. Jetzt renn mal nicht weg. Nein, ich renne nicht weg. Hallo, aber wenn guten Tag. wenn der Kleine das hinkriegt, guck mal hier. So. Wir können dir ja hier auch direkt schon mal eine Hilfestellung geben. Okay, guck mal. Entwürdigende Dinge.
kein Problem. Ah ja, das klappt ja Kriegen schon mal wir sehr, hin. sehr gut. Krieg erst mal ein Gefühl dafür. Ich kriege erst mal ein Gefühl dafür. Aber du bist auf die ersten 2 Meter schon nicht gestürzt. Ich liege nicht auf der Fresse. Ja. Meine Damen und Herren, wir sind auf der anderen Seite angekommen, Ja, und ohne jetzt kommt's. Fraktur. Jetzt bremsen. Wie so? Oder wie? Den Schneeflug, den hast du schon drauf. Das ist aber mehr Skifahren. Also wir bremsen eigentlich so. Wir bremsen eigentlich. Aber du brauchst... Genau. Wir wagen willst es es dir direkt. schon zutrauen. Na klar. Ja, gut. Ich mag So. deinen Ehrgeiz da, Tobi. Ja, guck mal. Du hast ein paar Hindernisse vor dir, bitte nicht drüber. Aha. Da Alter, das ist wackelig. wirst du schon übermütig, ich Ist merke das schon. wackelig? Ja. Aber gut. Den Mercedes. Naturtalent, Tobi, Naturtalent. Alter, Vater. Es fehlt noch die Würde. Ja, aber das sonst gut. sind deine Knie. Ja. Ja, das sind die Knie, richtig. Ja, aber ist schon mal gut. Derek, wie ist denn das? Also die Huskies sind ja eine Institution in Kassel. So sieht's aus. Ja. Und jetzt ist die Bude voll, wenn ihr sagt, Nachwuchs kommt mal und guckt mal. Ja. Das heißt, als Kind in Kassel, ist das auch da, dass man da hin will oder müsst ihr da immer trommeln? Ja, ich würde sagen, also zu meiner Zeit auf jeden Fall war es halt auch noch so und ich hoffe, dass wir halt auch wieder dahin kommen. So, Ja. ne? Aber wenn ich heute so hier reingucke, wie viele Kinder und mit ihren Eltern da sind, dann Ja. ist es schon halt echt schön. Ne? Oh Gott, stopp! Oh ja. Ich bin in einem Spiel gelandet, ich wollte nicht hier hin. Wow, hallo, guten Tag. Es ist nicht ohne, Leute. Es haben mich Pass und Tor, zack. Ach so, wir sind in der Mannschaft, stelle ich gerade fest. Ja, ich würde Tipptopp. sagen, also die ersten Schritte sind gemacht, aber Ja. so kannst du jetzt auch nicht nach Hause gehen. Ich glaube, wir müssen eine Nummer größer werden. Wie werden wir eine Nummer größer? Ja, ich habe noch ein paar andere Jungs drüben drin sitzen, die haben auch noch eine Ausrüstung an und dann wird es ein bisschen schneller und ein bisschen härter. So, Derek, ich habe alles angezogen, was du mir hingelegt hast. Du siehst gut aus. Ist alles an den richtigen professionell. Stellen? Sehr professionell, muss ich dir sagen. Ich habe dir sogar noch was mitgebracht. Das ist unser Original-Spielertrikot. Und ich bin die 58. Ja, du bist heute die 58. Okay. Das müsst du natürlich jetzt auch noch überziehen. Ich krieg jetzt ein bisschen Lampenfieber. Nee, nein, Quatsch. Die sind ganz zahm, um Gottes Willen. So. Ach du Scheiße, das sieht... Guten Tag. So, ich bin der Tobi, grüßt euch. Jetzt wird schon mal spannend hier. Plumps, alles klar. Okay, ich bin auf dem Eis. Das ist schon mal der erste Sieg. Grüßt euch. Hi, Tobi. Direkt da steht Kampfgewalt. Ja, ich habe dir ja versprochen, wir gehen jetzt von den kleineren zu den etwas größeren. Aber die haben auch, Etwas größer ist gut, die haben auch ja. alle so angefangen wie die Kleinen eben. Und ja, die sind für dich bereit und wollten dir halt jetzt mal ein bisschen zeigen, wie man Eishockey spielt. Wir haben auch einen Torwart mitgebrabt und mal gucken, ob du auch Servus. schießen kannst. Das ist der Jonas. Ja, Jonas, dann nagel ich dir ein paar Dinge rein jetzt. Ja, auf geht's. Die Scheiben liegen da drüben. Achtung, ich habe Puckkontakt. Du hast Puckkontakt. Den ersten Puckkontakt. Ja. Mit Eishockey-Profis auf dem Eis. Wahnsinn. Wenn du bereit bist für Körperkontakt, dann sage ich den Jungs Bescheid. Ne? Nein. Okay, also wir sind jetzt erst bei den technischen Wir sind bei den Passspielen, wir bleiben auch bei den Torabschluss. technischen. Okay. Wir bleiben bei den technischen. Alles Dingen. klar. Komm, wir machen nochmal. Ja! Unsterblich. Unsterblich. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. So sehen Sieger aus. So. Ich hab euch auch lieb. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es ist, wenn die richtig loslegen, ohne Rücksicht zu nehmen, dann kommt mal vorbei bei einem ihrer Heimspiele. Schieb ihn weg. Ich schieb ihn weg. Also Leute, erstmal größten Respekt für das, was ihr da auf das Eis zimmert. Das ist ja so anstrengend. Vielen Dank für die Geduld mit so einem Irren und euch alles Gute. Schön, dass du da warst. Es war mal ganz schön unterwegs heute, Leute, oder? Und wenn eure Empfehlungen stimmen, dann wartet ein leckerer finaler Abschied.
in der Braumanufaktur Steckenpferd. Braumanufaktur habe ich eine Idee, bei Steckenpferd noch nicht so sehr, aber kriegen wir jetzt raus. Guck mal da. Guten Tag. Hallo, Tobi. Servus. Hallo. Dürfen wir eintreten? Kommt da rein. Schön, euch zu sehen. Jo. Man munkelt von großen Bierköstlichkeiten, die es bei euch gäbe. Seid ihr genau Servus. richtig. Ja. Du bist der? Der Johannes. Hallo Johannes. Ja. Hi. Darf ich Platz nehmen? Darfst du gerne. Ja, machst du gemütlich. Was ein geiler Laden. War früher mal eine Metzgerei. 100 Jahre Metzgergeschichte in Kassel. Das hat so was Uriges. Richtig gut, richtig gut. Kasseler Historie hier. Ja. Wir haben versucht, alles Mögliche, so weit das ging, zu erhalten. Und man sieht immer noch Metzgerfliesen, Wursthaken, die sind alle noch da und alles vorhanden. Und ihr habt euch das so ein bisschen dazu gebaut. Wir haben uns das auch mal ein bisschen umgebaut, um hier in dem Viertel auch ein bisschen was zu bewegen. Ist eigentlich ein cooler Standort hier. Und dass die Metzgerei irgendwann pleite ging, war brutal schade. Und jetzt ist wieder Leben da. Ja, dann erstmal gut, dass wir das hingekriegt haben. Finde ich auch, finde ich auch. Johannes, ich bin an Bier interessiert. Ich sag's ganz offen. Was habt ihr? Wenn du unsere Biere noch nicht kennst, dann kann ich dir ein Tasting Board anbieten. Sofort das sind unsere Biere in 0,1er Gläsern. Ja, sehr und ich gut. mach dir gleich mal eins ready. Ja, sehr gut. Gerne. Biere heißt, es gäbe mehrere. Es gibt 3 Sorten bei uns vom super. Fass. Ja. Okay. Und saisonal immer was Besonderes extra. Ah, okay. Ja, ja dann hau raus. Wir starten mit dem Kellerbier. Das ist ein modern gemachtes Kellerbier. Guck mal hier, cremiger Schaum. So ist es. Ästhetisch schon sehr, sehr gut. Gibt es eigentlich in Süddeutschland. Wir haben es neu interpretiert. Also sind ein paar moderne Hopfensorten mit dabei. Und das gibt dem Bier so einen modernen Twist, sag ich mal. Meine Frau wäre verloren, das ist genau ihr Bier. Die steht auf dieses Kellerbier. Mega. Ganz lecker. Was ist das? Wir kommen zu einem naturtrüben Pilz. Das haben wir eigentlich vorher nicht gehabt. Haben immer gesagt, wir wollen gar kein klassisches Pilz machen. Und dann kam letztes Jahr der Lockdown und wir hatten kein Fassbier mehr und haben gesagt, jetzt experimentieren wir. Jetzt schauen wir, was geht bei Pilz und wir machen doch eins. Ich stelle gerade fest, Kellerbier war meins. Pilz rückt auf Platz 1 vor. Und jetzt kommt das Bier, das wir zuallererst gebraut hatten. Das ist ein Kellerbier kam danach, das ist ein Pale Ale. Ist das modernste, ist das mit am meisten Hopfen. Oh, ganz kritisch bei mir. Ist, ganz kritisch. Hat ein Stück mehr Alkohol auch als die anderen beiden. Ist leider auch gut. Sag mal, vom Konzept her, ganz geiler Raum. Ist es eine reine Bierkneipe? Natürlich nicht. Also nicht. Wir sind eine Kneipe, wir sind eine Brauerei und wir haben eine verdammt gute Küche. Okay. Libanesisches Essen. Libanesisches Essen. Ich hätte jetzt alles hier vermutet, aber nicht libanesisch. Passt ausgezeichnet zum Bier. Kann ich dir nur empfehlen. Ja. Dann was empfiehlst du da? Falafel wäre so das Ding, was man gegessen haben muss. Ich folge all deinen Empfehlungen. Ja. Sehr, sehr gut. Dann kann ich mich da hinhocken zum Essen. Genau, zum Essen ist am Tisch bestimmt bequemer. Machst dir gemütlich. Ich gebe mal die Bestellung ab und komme dann dazu. Jetzt hat eine gute Atmosphäre, die Bude. Finde ich auch. Johannes, was hat das mit dem Steckenpferd auf sich? Bei uns hat es eigentlich 2 verschiedene Bedeutungen. Wir haben ja hobbymäßig gestartet. Und jemand Steckenpferd, genau. Sagt man ja so. Ja. Also sagt man so. Genau, also das war aus der Redensart quasi entstanden. Dann ist das aber auch was man mit einfachen Mitteln machen kann. Das heißt, wir haben Töpfe und Zeug aus aller Herren Länder bestellt, haben das zusammengeschraubt, haben ein Programm programmiert zum Bierbrauen. Ja. Und so ist dann quasi das Steckenpferd aufgebaut worden, die erste kleine Brauerei. Und ansonsten ist auch, also es ist wie ein bisschen bei Punkrock oder sowas, wie die Musik entstand, dass man sich die ganzen Sachen erstmal aus Haushaltsgegenständen zusammengesucht hat und sowas. Und so ist dann eine neue Musikrichtung entstanden und so wollten wir das Konzept auch gebaut. Quasi den Kulturpart mit im Bier haben, im Namen auch. Moment, wie das ist das mit den Händen und das löffelt man so dazu, oder was? Richtig. Okay, das sind alles Dips dazu und den Falafel nimmst du in die Hand und dann kann es losgehen. Wow. Halleluja. Also ich hätte vorher gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall wegen dem Flair zu kommen. Dann hätte ich gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall wegen dir zu kommen. Dann wegen der Biere, aber unter uns, es lohnt sich auch für die Küche. Also kommen gute Sachen zusammen. Leute, wenn ihr unterwegs seid in Kassel, guckt euch natürlich die ganz großen Sachen an, die man so kennt. Aber macht die Augen auf, denn hier gibt es echte Schätze zu entdecken. Ist ein Städtetrip wert. Kommt rum. Hier, auf dich. Zum Wohle.